Die Automobilindustrie steht an einem Scheideweg und ist bereit für eine große Veränderung im Kampf um die Zukunft der Mobilität. Während die Welt auf eine voll elektrische Zukunft zusteuert, hat Toyota mit einem Durchbruch, der alles verändern könnte, den Federhandschuh hingeworfen. Der CEO von Toyota hat einen Verbrennungsmotor der nächsten Generation vorgestellt, der so leistungsstark und effizient ist, dass er die Grundlagen der EV-Revolution in Frage stellt. Die einen nennen ihn die Technologie, die den Verbrennungsmotor noch jahrzehntelang am Leben erhalten wird. Die anderen sehen in ihm eine direkte Bedrohung für die Dominanz der Elektromobilität. Was macht diesen Motor so revolutionär? Könnte er den Aufstieg der Elektroautos wirklich aufhalten? Und wie will Toyota es mit den großen Namen der Elektromobilität aufnehmen? Lassen Sie uns eintauchen. Die Reise von Toyota. Toyotas Aufstieg zur automobilen Vormachtstellung ist eine Geschichte von Visionen, Widerstandsfähigkeit und unermüdlicher Innovation. Die Wurzeln des Unternehmens reichen bis ins Jahr 1937 zurück, als Kiichiro Toyoda das Textilunternehmen seines Vaters in einen der einflussreichsten Automobilhersteller der Geschichte verwandelte. Sakichi Toyoda, Kiichiros Vater, revolutionierte 1924 die Textilindustrie, indem er den ersten automatischen Webstuhl der Welt erfand und das Prinzip des Jidoka einführte, bei dem die Maschinen automatisch stoppen, sobald sie ein Problem erkennen. Dieses Konzept der eingebauten Qualität wurde zur Grundlage der legendären Produktionsphilosophie von Toyota. Kiichiro erkannte das Potenzial von Automobilen und nutzte die Gelder aus dem Verkauf des Webstuhlpatents an ein britisches Unternehmen im Jahr 1929, um den Einstieg von Toyota in die Automobilproduktion zu finanzieren. 1936 stellte das Unternehmen seinen ersten Personenwagen, das Modell AA, vor, und ein Jahr später war die Toyota Motor Company offiziell gegründet. Die wirtschaftlichen Schwierigkeiten nach dem Zweiten Weltkrieg legten das Unternehmen beinahe lahm. Doch Innovationen retteten es. Führungskräfte wie Taiichi Ohno und Eiji Toyoda leisteten Pionierarbeit mit dem Toyota-Produktionssystem, TPS, das den Schwerpunkt auf Effizienz und Abfallvermeidung legte. Schlüsselprinzipien wie die Just-in-Time-Produktion, bei der Teile nur bei Bedarf hergestellt werden, und Kaizen, die kontinuierliche Verbesserung, veränderten Toyotas Arbeitsabläufe und setzten neue Industriestandards. Dieses unerbittliche Streben nach Effizienz führte zu bahnbrechenden Fahrzeugen. 1955 brachte Toyota den Crown auf den Markt, seinen ersten in Serie gefertigten Pkw, und festigte damit seinen Ruf als zuverlässiges Unternehmen. Dann kam 1966 der Corolla, ein erschwingliches, zuverlässiges Auto, das weltweit für Aufsehen sorgte und zu einem der meistverkauften Fahrzeuge der Geschichte wurde. In den 1980er Jahren hatte sich Toyota zu einem Kraftpaket der Branche entwickelt, dessen Einfluss weit über Japan hinausreichte. Die Auswirkungen von TPS haben sich auf die gesamte Automobilbranche ausgewirkt und die Hersteller weltweit inspiriert. Toyotas unerschütterlicher Fokus auf Zuverlässigkeit, Innovation und Kundenzufriedenheit hat es dem Unternehmen ermöglicht, in einem sich ständig verändernden Markt zu gedeihen und kontinuierlich den Maßstab für Spitzenleistungen in der Branche zu setzen. Toyotas Erbe der Hochleistungsmotoren. Der Erfolg von Toyota kam nicht über Nacht. Er beruht auf jahrzehntelanger technischer Spitzenleistung, insbesondere bei den Motoren. Das Engagement des Unternehmens für Leistung, Effizienz und Langlebigkeit hat zur Entwicklung einiger der angesehensten Triebwerke der Automobilgeschichte geführt. In den 1930er Jahren begann Toyotas Weg in den Motorenbau mit dem Typ A-Motor, einem 3,4 Liter Reihen-Sechszylinder. Dieser Motor war Toyotas erster Versuch in der Motorenentwicklung und trieb die Limousine Modell AA an, den ersten Personenwagen des Unternehmens. Dieser Meilenstein legte den Grundstein für Toyotas zukünftige Fortschritte in der Motorentechnologie. In den 1950er Jahren führte Toyota die Motoren der R-Serie ein, die das Rückgrat der Produktpalette bildeten. Die 2-Liter-Motoren 3R und die 1,5-Liter-Motoren 2R waren für ihre Langlebigkeit und Einfachheit bekannt. Diese Motoren trieben Modelle wie den Toyota Crown und den Land Cruiser an und untermauerten den Ruf von Toyota als zuverlässiger Hersteller. Die Motoren der R-Serie wurden im Laufe der Jahre weiterentwickelt, wobei Toyota ihre Effizienz und Leistung kontinuierlich verbesserte.
Legendäre Leistungen. Die JZ-Reihe und die Geburt einer Ikone. Als Toyota weltweit expandierte, stieg die Nachfrage nach Hochleistungsmotoren. Das Unternehmen reagierte darauf mit der Entwicklung von Motoren, die unter Autoliebhabern und Rennfahrern legendär wurden. In den frühen 1990er Jahren führte Toyota die 1 JZ GTE und 2 JZ GTE Motoren ein, die weithin als einige der kultigsten Motoren aller Zeiten gelten. Der 1 JZ GTE, ein 2,5 Liter Reihenmotor mit Doppelturboaufladung, debütierte 1990. Mit seinem Gusseisenblock, seiner hohen Drehzahl und der sanften Leistungsentfaltung leistete er rund 280 PS und trieb Modelle wie den Toyota Chaser, Mark II und Soara an. Dieser Motor bot ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Leistung und Raffinesse, was ihn zu einem Favoriten unter Autofahrern machte. Ein Jahr später stellte Toyota den 2 JZ GTE vor, einen 3-Liter-Reihenmotor mit Doppelturboaufladung. Dieser Motor erlangte schnell internationale Anerkennung für seine Stärke, Zuverlässigkeit und sein unglaubliches Tuning-Potenzial. Autotuner entdeckten, dass der 2 JZ GTE mit geringfügigen Modifikationen weit über 1000 PS leisten konnte, was ihn zu einem Favoriten für Hochleistungskonstruktionen machte. Toyota ist nicht nur für seine leistungsstarken Verbrennungsmotoren bekannt, sondern auch für seine führende Rolle in der Hybridtechnologie. 1997 stellte Toyota den Prius vor, das erste serienmäßig hergestellte Hybridfahrzeug der Welt. Der Hybridantriebsstrang kombinierte einen Benzinmotor mit einem Elektromotor, um die Kraftstoffeffizienz zu verbessern und gleichzeitig die Emissionen zu reduzieren. Dieser bahnbrechende Schritt machte Toyota zu einem führenden Unternehmen im Bereich der nachhaltigen Mobilität. Im Laufe der Jahre erweiterte Toyota sein Hybridangebot und integrierte die Hybridtechnologie in Modelle wie den Camry, den RAV4 und den Highlander. Der Erfolg von Toyotas Hybridfahrzeugen zeigt, dass das Unternehmen in der Lage ist, Leistung und Umweltverantwortung in Einklang zu bringen. Der 2 JZ GTE-Motor von Toyota ist nach wie vor eines der am meisten verehrten Aggregate aller Zeiten. Mit einer Werksleistung von 280 PS trieb dieser 3-Liter-Reihen-Sechszylinder mit Doppelturboaufladung ikonische Modelle wie den Toyota Supra MK4 an. Was den 2 JZ GTE auszeichnete, waren seine ausgereiften Komponenten. Toyota baute ihn mit einem robusten Eisenblock, geschmiedeten Innenteilen und einem Ansaugsystem mit hohem Durchfluss, wodurch er in der Lage war, extreme Leistungssteigerungen zu bewältigen. Tuning-Enthusiasten entdeckten schnell, dass dieser Motor mit Modifikationen zuverlässig mehr als 1000 PS leisten konnte, was ihn zu einer festen Größe bei Dragrennen und Hochleistungsfahrzeugen auf der ganzen Welt machte. Jahrzehnte später ist der 2 JZ GTE nach wie vor ein begehrter Motor und beweist die Kompetenz von Toyota bei der Entwicklung von Motoren, die dem Test der Zeit standhalten. Der hochdrehende 4 AG, eine leichte Leistungsikone. Toyota brachte Anfang der 1980er Jahre den 4 AGE auf den Markt. Einen 1,6 Liter Reihen-Vierzylinder, der bei Rennsportfans sehr beliebt war. Mit 2 obenliegenden Nockenwellen und 16 Ventilen leistete er je nach Modell zwischen 112 und 130 PS. Das Besondere am 4 AG war seine hohe Drehzahl, die es den Fahrern ermöglichte, maximale Leistung zu erzielen. Eine der berühmtesten Anwendungen dieses Motors war der Toyota AE86. Ein leichtes Coupé mit Heckantrieb, das im Motorsport, insbesondere beim Driften, einen legendären Status erlangte. Die Abstimmbarkeit des Motors und seine perfekte Ausgewogenheit erlaubten es den Fahrern, den AE86 bis an seine Grenzen zu treiben, was ihm eine bis heute andauernde Anhängerschaft einbrachte. Das Vermächtnis von Toyota im Bereich der Geländegängigkeit ist eng mit seinen Dieselmotoren verbunden, insbesondere mit dem 1 HDT und dem 1 KD-FTV. Diese Motoren trieben den Land Cruiser und den Hilux an. Modell, die für ihre Robustheit und Zuverlässigkeit unter rauen Bedingungen bekannt sind. Der 1 HDT, ein 4,2 Liter Reihen-Sechszylinder mit Turbolader, der in den 1990er Jahren eingeführt wurde, lieferte ein enormes Drehmoment und war damit die erste Wahl für die Land Cruiser 80-Serie. Er bot die erforderliche Robustheit für extreme Geländefahrten, militärische Anwendungen und Expeditionen in entlegene Regionen. Der 1 KD-FTV, ein 3-Liter Reihen-Vierzylinder mit Turbolader,
ersetzte den 1 HDT in den 2000er Jahren. Ausgestattet mit dem D4D Common Rail Direkteinspritzsystem von Toyota, bot er eine verbesserte Kraftstoffeffizienz und Leistung. Dieser Motor wurde zum Rückgrat von Modellen wie dem Land Cruiser Prado und dem Hilux und festigte den Ruf von Toyota, einige der zuverlässigsten Dieselantriebe auf dem Markt zu bauen. Die Verlagerung in Richtung Effizienz. Toyotas 5e-TE und D4S-Technologie. Als Kraftstoffeffizienz und Emissionen zu kritischen Faktoren in der Motorenentwicklung wurden, reagierte Toyota mit bahnbrechenden Technologien wie der variablen Ventilsteuerung mit Intelligenz, VVTi und dem D4S-Kraftstoffeinspritzsystem, die in den späten 1990er Jahren eingeführte VVTi-Technologie optimiert die Motorleistung durch kontinuierliche Anpassung der Nockenwellensteuerung. Dies verbesserte die Gasannahme, erhöhte die Kraftstoffeffizienz und steigerte die Leistungsabgabe in verschiedenen Drehzahlbereichen. Motoren wie der 1 ZZFE und der 2 ZZGE profitierten von VVTi, wodurch sie ohne Leistungseinbußen effizienter wurden. Toyota ging Mitte der 2000er Jahre mit dem D4S-System noch einen Schritt weiter und kombinierte Direkt- und Saugrohreinspritzung zur Optimierung der Verbrennung. Dieses Doppeleinspritzsystem sorgte für eine bessere Leistungsentfaltung, einen geringeren Kraftstoffverbrauch und geringere Emissionen. Der 2 GRFSE 5.6, der in Hochleistungsmodellen von Toyota und Lexus eingesetzt wird, ist ein Beispiel dafür, wie das D4S-System Effizienz und Leistung in Einklang bringen kann. Trotz der Fortschritte bei den Benzin- und Dieselmotoren erkannte Toyota, dass die Zukunft der Mobilität noch innovativere Lösungen erfordern würde. Die Geburt der Hybridtechnologie, Toyotas Wendepunkt. Toyota hob sich durch die Einführung der Hybridtechnologie von seinen Mitbewerbern ab und veränderte damit die weltweite Automobilindustrie. Die Einführung des Toyota Prius im Dezember 1997 markierte den Beginn einer Revolution im Bereich der Kraftstoffeffizienz. Der Prius kombiniert einen 1,5 Liter Benzinmotor mit einem Elektromotor, was zu einem Hybridsystem führt, das den Kraftstoffverbrauch und die Emissionen drastisch reduziert. Dank dieser Innovation erreicht der Prius eine fast doppelt so hohe Kraftstoffeffizienz wie herkömmliche benzinbetriebene Fahrzeuge und beweist damit den zukunftsweisenden Ansatz von Toyota. Das Herzstück der Effizienz des Prius ist der Toyota Hybrid Synergy Drive, HSD, ein Vollhybridsystem, das nahtlos zwischen dem Benzinmotor, dem Elektromotor oder einer Kombination aus beiden umschaltet. Die Flexibilität des Systems ermöglichte es dem Fahrer, den Kraftstoffverbrauch zu maximieren, ohne die Leistung zu beeinträchtigen. Toyota hat den Hybrid-Synergieantrieb mit einer Reihe von Schlüsselinnovationen ausgestattet, darunter ein Leistungssplitsystem, das die Energie zwischen Motor und Elektromotor verteilt. Dieses System macht ein herkömmliches Getriebe überflüssig, reduziert die mechanische Komplexität und erhöht die Zuverlässigkeit. Eine weitere wichtige Komponente war das regenerative Bremssystem, das beim Abbremsen kinetische Energie in elektrische Energie umwandelt. Diese Energie wurde in der Batterie des Prius gespeichert und später genutzt, wodurch die Gesamteffizienz verbessert und die Lebensdauer des Bremssystems verlängert wurde. Toyota wählte für den Prius eine Nickel-Metall-Hydrid-Batterie, die ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Energiedichte, Haltbarkeit und Sicherheit bietet. Diese Batterie arbeitet mit dem Elektromotor zusammen, um die Beschleunigung zu unterstützen und die Energie beim Bremsen aufzufangen, wodurch das Fahrzeug noch effizienter wird. Erweiterung der Hybridproduktpalette. Nach dem Erfolg des Prius erweiterte Toyota seine Hybridtechnologie auf eine breite Palette von Modellen. Der Camry Hybrid, der Highlander Hybrid und der Auris Hybrid brachten die kraftstoffsparende Technologie von Toyota in größere und vielseitigere Fahrzeuge und sprachen damit ein breiteres Publikum an. Bis 2013 hatte Toyota weltweit über 3 Millionen Prius-Fahrzeuge verkauft und damit die Effektivität und Beliebtheit der Hybridtechnologie unter Beweis gestellt. Als die Emissionsvorschriften weltweit verschärft wurden, verschaffte sich Toyota mit seiner Hybrid-Produktpalette einen erheblichen Vorteil bei der Einhaltung von Umweltstandards ohne Leistungseinbußen. Während die Verbreitung von Elektrofahrzeugen zunimmt, geht Toyota die vollständige Elektrifizierung mit Bedacht an. Anstatt sofort in den Markt für Elektrofahrzeuge einzusteigen,
hat Toyota der Hybrid- und Wasserstoff-Brennstoffzellentechnologie Priorität eingeräumt. Der Toyota Mirai, ein Wasserstoff-Brennstoffzellenfahrzeug, das 2014 vorgestellt wurde, zeigt die langfristige Vision des Unternehmens für einen emissionsfreien Verkehr. Im Gegensatz zu batteriebetriebenen Elektrofahrzeugen erzeugen Wasserstoff-Brennstoffzellen Strom, indem sie Wasserstoff mit Sauerstoff kombinieren, wobei als Nebenprodukt nur Wasserdampf entsteht. Diese Technologie ermöglicht eine schnelle Betankung und eine größere Reichweite und ist damit eine vielversprechende Alternative für nachhaltige Mobilität. Aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Ladeinfrastruktur, der Knappheit von Batterieressourcen und der Produktionskosten bleibt Toyota vorsichtig, was die breite Einführung von E-Fahrzeugen angeht. Stattdessen arbeitet das Unternehmen weiter an der Weiterentwicklung von Hybridsystemen und erforscht Wasserstoff als langfristige Lösung. Toyotas Skepsis gegenüber vollelektrischen Fahrzeugen hat mehrere Gründe, darunter die Batterieproduktion, die Infrastruktur und die allgemeine Nachhaltigkeit. Während viele Autohersteller Elektroautos als die Zukunft anpreisen, argumentiert Toyota, dass das alleinige Vertrauen auf die Batterietechnologie neue Probleme schaffen könnte, anstatt bestehende zu lösen. Batterieproduktion und Ressourcenknappheit. Die Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien erfordert viel Energie und Rohstoffe wie Lithium, Kobalt und Nickel. Der Abbau dieser Rohstoffe hat schwerwiegende Folgen für die Umwelt, einschließlich der Zerstörung von Lebensräumen und Kohlenstoffemissionen. Toyota hat wiederholt darauf hingewiesen, dass die vollständige Umstellung der weltweiten Fahrzeugflotte auf E-Fahrzeuge zu Lieferengpässen, steigenden Produktionskosten und einer eingeschränkten Zugänglichkeit für die Verbraucher führen könnte. Toyota ist der Ansicht, dass die Lösung in der Diversifizierung liegt, in der Entwicklung mehrerer Technologien, die die Emissionen reduzieren können, ohne dass eine unhaltbare Belastung für bestimmte Rohstoffe entsteht. Im Gegensatz zu den weltweit verfügbaren Tankstellen ist die Ladeinfrastruktur für Elektroautos noch unterentwickelt, insbesondere in den Schwellenländern. Lange Ladezeiten und begrenzte Ladenetze erschweren die Einführung von E-Fahrzeugen für Menschen, die keine Ladestationen zu Hause haben oder häufig lange Strecken zurücklegen. Toyota argumentiert, dass die Hybridtechnologie eine praktische Überbrückung darstellt, indem sie die bestehende Kraftstoffinfrastruktur nutzt und gleichzeitig die Emissionen reduziert. Darüber hinaus baut das Unternehmen in ausgewählten Regionen Wasserstofftankstellen auf, da es der Meinung ist, dass die Wasserstoffverbrennung eine sinnvolle Alternative zu Elektroautos darstellen könnte. Die Führungskräfte von Toyota, insbesondere der ehemalige CEO Akio Toyoda, haben Bedenken geäußert, dass sich ein vollständiger Übergang zu E-Fahrzeugen negativ auf die Arbeitsplätze auswirken könnte. Die japanische Automobilindustrie beschäftigt Millionen von Menschen in der Motorenherstellung und verwandten Bereichen. Eine vollständige Umstellung auf Elektrofahrzeuge könnte zu massiven Entlassungen führen, da Elektromotoren weniger Komponenten und weniger Wartung benötigen als Verbrennungsmotoren. Toyotas diversifizierter Ansatz zielt darauf ab, Arbeitsplätze zu erhalten und gleichzeitig die Klimaziele zu erreichen, so dass sich die Industrie schrittweise anpassen kann und nicht mit abrupten Unterbrechungen konfrontiert wird. Der Aufstieg der Wasserstoffverbrennung, Toyotas potenzieller Gamechanger. Während sich die meisten Automobilhersteller auf Wasserstoff-Brennstoffzellen konzentrieren, leistet Toyota auch Pionierarbeit bei der Wasserstoffverbrennungstechnologie. Bei dieser Innovation wird Wasserstoff direkt als Verbrennungsstoff verwendet, wobei die Vorteile herkömmlicher Verbrennungsmotoren erhalten bleiben. Schnelles Betanken, hohe Leistung und mechanische Einfachheit ohne Kohlenstoffemissionen. Im Gegensatz zu Brennstoffzellenfahrzeugen, die Strom durch chemische Reaktionen erzeugen, verbrennt der Wasserstoffverbrennungsmotor von Toyota den Wasserstoff auf die gleiche Weise wie ein Benzinmotor. Die Herausforderung besteht jedoch darin, mit der höheren Verbrennungstemperatur und der schnelleren Zündgeschwindigkeit von Wasserstoff umzugehen. Toyota hat einen wassergekühlten Wasserstoffverbrennungsmotor entwickelt, um diese Probleme zu lösen. Das System spritzt Wasser direkt in die Ansaugkanäle ein, wodurch die Verbrennungstemperaturen kontrolliert und die Effizienz erheblich verbessert werden. Mit dieser Lösung wird eine wesentliche Einschränkung bisheriger Wasserstoffverbrennungsmotoren überwunden, sodass sie in der Praxis besser eingesetzt werden können. Zusätzlich zu den Wasserstoff-Brennstoffzellen hat Toyota ein noch revolutionäreres Konzept entwickelt: wasserstoffbasierte Verbrennungsmotoren. Im Gegensatz zu Brennstoffzellenfahrzeugen
die Wasserstoff in Elektrizität umwandeln. Funktionieren Wasserstoffverbrennungsmotoren ähnlich wie herkömmliche Benzinmotoren, verbrennen aber Wasserstoff als Kraftstoffquelle. Dadurch kann Toyota die Leistungsmerkmale und die mechanische Zuverlässigkeit von Verbrennungsmotoren beibehalten und gleichzeitig die Kohlenstoffemissionen eliminieren. Eines der Haupthindernisse bei der Wasserstoffverbrennung waren bisher die hohen Verbrennungstemperaturen, die zu Ineffizienzen und Haltbarkeitsproblemen führen können. Toyota hat jedoch ein wassergekühltes Wasserstoffverbrennungssystem entwickelt, das diese Probleme entschärft. Durch die Einspritzung von Wasser in die Ansaugkanäle steuert das System die Temperaturen effektiv, sodass der Motor effizienter und mit weniger Emissionen arbeitet. Toyotas Entscheidung, die Technologie der Verbrennungsmotoren weiterzuentwickeln, während andere Hersteller vollständig auf Elektrofahrzeuge umsteigen, hat in der Branche für Aufsehen gesorgt. Einige Kritiker argumentieren, dass das Unternehmen Gefahr läuft, im Wettlauf um die Elektrifizierung ins Hintertreffen zu geraten, da Konkurrenten wie Tesla, General Motors und Volkswagen ihre Elektroauto-Portfolios rasch erweitern. Die Ingenieure und Führungskräfte von Toyota beharren jedoch darauf, dass der mehrgleisige Ansatz ein nachhaltiger und realistischer Weg zur Dekarbonisierung des Verkehrs ist. Durch das Angebot einer Vielzahl von Antriebsoptionen stellt Toyota sicher, dass Verbraucher in verschiedenen Regionen umweltfreundlichere Fahrzeuge nutzen können, ohne durch die Beschränkungen der EV-Ladenetze eingeschränkt zu werden. Die Konzentration des Unternehmens auf die Festkörperbatterietechnologie unterstreicht seine strategische Weitsicht. Im Gegensatz zu herkömmlichen Lithium-Ionen-Batterien, die auf flüssigen Elektrolyten basieren, werden bei Festkörperbatterien feste Materialien verwendet, die eine höhere Energiedichte, ein schnelleres Aufladen und eine verbesserte Sicherheit ermöglichen. Toyota arbeitet aktiv an der Entwicklung dieser Batterietechnologie der nächsten Generation und plant, bis 2026 mit der Massenproduktion zu beginnen. Festkörperbatterien könnten die Reichweite von Elektroautos deutlich erhöhen und gleichzeitig die Probleme im Zusammenhang mit der Degradierung und Überhitzung von Batterien lösen. Außerdem könnten diese Batterien in nur 10 Minuten aufgeladen werden, was eine entscheidende Verbesserung gegenüber den derzeitigen Ladezeiten für Elektrofahrzeuge darstellt. Toyotas Fortschritte bei der Wasserstoffverbrennung und der Festkörperbatterietechnologie haben zu Spekulationen geführt, dass das Unternehmen möglicherweise eine völlig neue Kategorie von Hybridfahrzeugen entwickelt, die beide Innovationen miteinander kombinieren. Wenn es Toyota gelingt, Festkörperbatterien in seinen Wasserstoffverbrennungsmotor zu integrieren, könnte ein emissionsfreies Fahrzeug entstehen, das den Tankkomfort eines Benziners und die Effizienz eines elektrischen Antriebsstrangs bietet. Eine solche Entwicklung würde es Toyota ermöglichen, direkt mit herkömmlichen Elektroautos zu konkurrieren und gleichzeitig einige ihrer größten Nachteile zu umgehen. Während viele Autohersteller weiterhin ausschließlich auf Elektroautos setzen, deuten die jüngsten technischen Durchbrüche von Toyota darauf hin, dass die Zukunft des Transportwesens möglicherweise nicht so einfach ist, wie manche vorhersagen. Das Unternehmen stellt die vorherrschende Meinung in Frage, dass batteriebetriebene Elektrofahrzeuge der einzige Weg in eine kohlenstoffneutrale Zukunft sind. Stattdessen beweist Toyota, dass mehrere Technologien nebeneinander existieren können, die jeweils unterschiedliche Vorteile für verschiedene Kundenbedürfnisse bieten. In Regionen, in denen die Ladeinfrastruktur für Elektroautos noch unzureichend ist, könnten Hybrid- und Wasserstofffahrzeuge eine sinnvolle Alternative sein. In Märkten, in denen eine rasche Elektrifizierung möglich ist, könnten Toyotas Fortschritte bei den Festkörperbatterien die Leistung und Effizienz von Elektrofahrzeugen auf ein neues Niveau heben. Toyotas Bereitschaft, konventionelles Denken in Frage zu stellen, hat das Unternehmen zu einem der innovativsten in der Automobilindustrie gemacht. Während andere Hersteller Trends folgen, gestaltet Toyota die Zukunft der Mobilität durch unabhängige Forschung und Entwicklung aktiv mit. Dieses Engagement für langfristige Nachhaltigkeit statt für kurzfristige Markttrends könnte Toyota letztlich zur dominierenden Kraft bei der nächsten Generation von Automobilen machen. Da die EV-Branche zunehmend mit Problemen wie Unterbrechungen in der Lieferkette, Engpässen beim Batteriematerial und langen Ladezeiten konfrontiert wird, könnte sich Toyotas diversifizierter Ansatz als die widerstandsfähigere Strategie erweisen. Das Unternehmen setzt darauf, dass die Zukunft des Automobils nicht von einer einzigen Technologie bestimmt wird, sondern von einer Kombination sich ergänzender Lösungen,
die auf unterschiedliche Fahrumgebungen und Verbraucherpräferenzen abgestimmt sind. Aber das ist noch nicht alles, denn Toyota hat erst kürzlich enthüllt, dass sie noch einen weiteren Trick im Ärmel haben. Toyota stellt einen 2-Liter Turbomotor vor, der alles verändert. Toyota hat mit der Einführung seines neuesten 2-Liter Vierzylinder-Turbomotors einen kühnen Schritt nach vorn in der Leistungstechnik gemacht. Dieses Kraftpaket leistet über 400 PS und ist damit einer der beeindruckendsten Vierzylindermotoren, die das Unternehmen je produziert hat. Hiroki Nakajima, Chief Technology Officer von Toyota, enthüllte diese bahnbrechende Entwicklung, die einen entscheidenden Moment in Toyotas Engagement für Sportwagen-Innovationen darstellt. Dieser neue Motor signalisiert nicht nur Toyotas erneute Konzentration auf Hochleistungsfahrzeuge, sondern stellt auch die Weichen für die Zukunft der Marke auf dem wettbewerbsintensiven Sportwagenmarkt. Im Gegensatz zu früheren Toyota-Motoren ist dieser Motor so konstruiert, dass er sowohl quer als auch längs eingebaut werden kann, was die Kompatibilität mit einer breiten Palette leistungsorientierter Modelle gewährleistet. Dank dieser Flexibilität kann der Motor vom kompakten Sportcoupé bis zur Hochleistungslimousine eingesetzt werden. Toyota präsentierte diesen innovativen Motor auf dem Tokyo Auto Salon 2025 in einem Testfahrzeug mit Mittelmotor. Diese Vorführung unterstrich nicht nur die Anpassungsfähigkeit des Motors, sondern gab auch einen Hinweis auf seine mögliche Rolle in den kommenden Mittelmotorsportwagen. Während das Unternehmen ursprünglich eine Leistung von 400 PS anstrebte, deutete Nakajima an, dass der Motor sogar diese bereits beeindruckende Zahl übertreffen könnte. Diese Enthüllung unterstreicht Toyotas unermüdliches Bestreben, die Grenzen der Sportwagenentwicklung zu verschieben und die Leistung auf ein neues Niveau zu heben. Mit der Entwicklung dieses Motors versucht Toyota, die Erwartungen im Segment der Hochleistungsfahrzeuge neu zu definieren. In einer Zeit, in der Hybrid- und Elektroantriebe immer dominanter werden, hat sich Toyota dafür entschieden, die Verbrennungstechnologie weiter zu verfeinern und zu beweisen, dass traditionelle Hochleistungsmotoren immer noch einen Platz in der modernen Automobilwelt haben. Eine neue Ära für Toyota und Lexus Sportwagen. Es wird erwartet, dass dieser Hochleistungsmotor das Herzstück einer neuen Generation von Toyota und Lexus Sportwagen sein wird. Zu den potenziellen Empfängern gehören die mit Spannung erwarteten Nachfolger legendärer Modelle wie Supra, Celica und MR2, die seit langem mit dem Leistungserbe von Toyota in Verbindung gebracht werden und denen dieser neue Motor neues Leben einhauchen könnte. Neben dem Antrieb neuer Sportwagenmodelle könnte Toyota diesen Motor auch in Hochleistungsvarianten bestehender Modelle integrieren. Dies würde es Enthusiasten ermöglichen, modernste Turbolader-Performance in einer Vielzahl von Toyota-Fahrzeugen zu erleben. Vom aggressiven, rennstreckentauglichen Coupé bis zum kultivierten Grand Tourer. Die wichtigsten Merkmale des 2-Liter-Turbomotors von Toyota. Toyota hat diesen Motor mit Blick auf Vielseitigkeit und Leistungsfähigkeit entwickelt. Einer der beeindruckendsten Aspekte ist seine Leistung, die 400 PS übersteigt und noch steigerungsfähig ist. Mit dieser Leistung spielt er in der gleichen Liga wie einige der berühmtesten Vierzylinder-Hochleistungsmotoren der Konkurrenz. Auch seine Anpassungsfähigkeit zeichnet ihn aus, da der Motor sowohl mit Quer- als auch mit Längsbauweise kompatibel ist, kann er auf verschiedenen Fahrzeugplattformen eingesetzt werden. Diese Flexibilität bedeutet, dass Toyota ihn je nach Anwendung mit Frontmotor, Heckmotor und sogar mit Allradantrieb einsetzen kann. Toyota Gazoo Racing spielte eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung des Motors und stellte sicher, dass dieser eine Leistung auf Weltklasse-Niveau bietet. Der Motor profitiert von Toyotas umfangreichem Motorsport-Know-how, das in seine Konstruktion eingeflossen ist, und von modernster Technik, die aus Langstreckenrennen, Rallye-Wettbewerben und anderen Hochleistungsdisziplinen stammt. Im Wettbewerb mit Spitzenleistungsmarken. Mit dieser jüngsten Innovation positioniert sich Toyota als ernstzunehmender Konkurrent für die Elite der Performance-Sparten wie Mercedes AMG, Audi Sport und BMW M. Mit dem Angebot von Hochleistungsfahrzeugen, die mit modernster Technologie ausgestattet sind, will Toyota etablierte Sportwagenhersteller herausfordern und gleichzeitig seinen Ruf als zuverlässiger und erschwinglicher Hersteller wahren. Die Fähigkeit des Unternehmens, erstklassige Leistung zu einem wettbewerbsfähigen Preis zu liefern, verschafft ihm einen starken Vorteil.
Während einige High-Performance-Marken für aufgeladene Vierzylindermotoren mit ähnlicher Leistung einen Aufpreis verlangen, hat Toyota das Potenzial, eine erschwinglichere Alternative anzubieten, die keine Kompromisse bei der technischen Qualität eingeht. Mit diesem Ansatz könnte Toyota ein breiteres Publikum von Enthusiasten ansprechen, die auf der Suche nach Hochleistungsfähigkeiten sind, ohne die Bank zu sprengen. Der strategische Ansatz. Toyotas neuester Motor ist mehr als nur ein Fortschritt in Sachen Pferdestärken. Er signalisiert einen strategischen Wandel in der Herangehensweise der Marke an die Leistungsentwicklung. Durch die Fokussierung auf ein ausgewogenes Verhältnis von Leistung, Anpassungsfähigkeit und Erschwinglichkeit stellt Toyota sicher, dass seine Sportwagen für ein breites Publikum zugänglich bleiben und dennoch den Nervenkitzel bieten, nach dem sich Enthusiasten sehnen. Diese Strategie spiegelt Toyotas umfassendere Vision für die Zukunft der Sportwagen wider. Anstatt Hochleistungsmotoren auf extrem teure Modelle zu beschränken, arbeitet das Unternehmen daran, Spitzentechnologie in Fahrzeuge zu integrieren, die auch für normale Autofahrer erschwinglich sind. Indem Toyota Leistung auf Weltklasse-Niveau zugänglicher macht, gestaltet das Unternehmen die Zukunft des Sportwagensegments in einer Weise, die sowohl Begeisterung als auch Zweckmäßigkeit in den Vordergrund stellt. Seit Jahrzehnten ist Toyota für die Herstellung einiger der beliebtesten Sportwagen der Automobilgeschichte bekannt. Modelle wie der Supra, der Celica und der MR2 haben sich aufgrund ihrer Mischung aus Leistung, Zuverlässigkeit und Erschwinglichkeit eine treue Anhängerschaft erworben. Mit der Einführung dieses neuen Motors ist Toyota bereit, dieses Erbe zu festigen und zu erweitern, indem es Fahrzeuge anbietet, die moderne Fahrbegeisterte ansprechen und gleichzeitig den Wurzeln der Marke treu bleiben. In einer Zeit, in der sich viele Automobilhersteller von Verbrennungsmotoren zugunsten von Hybrid- und Elektrolösungen verabschieden, zeigt die Entscheidung von Toyota, einen leistungsstarken Turbomotor zu entwickeln, sein Engagement für die Erhaltung traditioneller Sportwagen. Auch wenn Hybrid- und Elektroantriebe ihre Vorteile haben, gibt es immer noch eine große Nachfrage nach ausgereiften, benzinbetriebenen Hochleistungsfahrzeugen. Der neue Motor von Toyota zielt direkt auf diese Nachfrage und bietet eine Alternative zur raschen Elektrifizierung der Branche. Aufregung für die Zukunft. Die Einführung dieses Motors hat bei den Autoenthusiasten große Vorfreude ausgelöst. Angesichts einer Reihe potenzieller Modelle, die mit diesem Antrieb ausgestattet werden könnten, wird bereits über die nächsten Schritte von Toyota spekuliert. Die Fans der Marke sind gespannt darauf, welche Fahrzeuge von diesem leistungsstarken Motor profitieren werden und ob Toyota neue Modelle auf den Markt bringen wird, die speziell für die Nutzung der Fähigkeiten dieses Motors entwickelt wurden. Die Fähigkeit von Toyota, Leistung, Zuverlässigkeit und Erschwinglichkeit zu vereinen, hebt das Unternehmen seit langem von anderen Automobilherstellern ab. Die neueste Entwicklung setzt diese Tradition fort und beweist, dass Toyota auch weiterhin aufregende und innovative Sportwagen für Fahrer anbietet, die sowohl Geschwindigkeit als auch Alltagstauglichkeit suchen. Angesichts der rasanten Entwicklung in der Automobilindustrie bekräftigt Toyota mit seinen Investitionen in die Hochleistungsverbrennungstechnologie seine Überzeugung, dass Sportwagen in der modernen Welt nach wie vor einen Platz haben. Indem das Unternehmen Grenzen überschreitet und weiterhin Innovationen vorantreibt, stellt es sicher, dass sein Leistungsangebot auch in den kommenden Jahren relevant und spannend bleibt. Toyotas Vorstoß. In die High-Performance-Arena fordert die Dominanz von Elitemarken wie Mercedes-AMG, Audi Sport und BMW heraus. Diese Abteilungen sind seit langem ein Synonym für Luxus und Leistung und bieten Fahrzeuge zu Spitzenpreisen an. Toyotas Ansatz konzentriert sich jedoch darauf, eine vergleichbare, wenn nicht gar überlegene Leistung zu einem erschwinglicheren Preis anzubieten. Diese Strategie macht sich Toyotas umfassendes Fertigungs-Know-how und die Größenvorteile zunutze, die Produktion von hochwertigen Hochleistungsfahrzeugen ohne die exorbitanten Kosten ermöglichen, die typischerweise mit Luxusmarken verbunden sind. Erschwinglichkeit ohne Kompromisse. Einer der Hauptvorteile von Toyota ist die Fähigkeit, Fahrzeuge mit hoher Leistung anzubieten, ohne dabei Kompromisse bei der technischen Qualität einzugehen. Während einige High-Performance-Marken für aufgeladene Vierzylindermotoren mit ähnlicher Leistung einen Aufpreis verlangen, kann Toyota dank seiner effizienten Produktionsprozesse und seines Engagements für Wertschöpfung eine kostengünstigere Alternative anbieten. Diese Demokratisierung der Leistung ermöglicht es einem breiteren Publikum,
Den Nervenkitzel beim Fahren eines Hochleistungssportwagens zu erleben, ohne die finanzielle Belastung, die mit solchen Fahrzeugen oft verbunden ist. Toyotas neuer Motor soll die nächste Generation seiner legendären Sportwagen antreiben. Darunter auch die erwarteten Nachfolger von Modellen wie Supra, Celica und MR2. Diese Fahrzeuge haben eine lange Geschichte und eine treue Fangemeinde. Und ihre Wiederbelebung mit modernen Leistungsmerkmalen wird wahrscheinlich sowohl bei Nostalgikern als auch bei neuen Kunden Anklang finden. Durch die Verbindung klassischer Designelemente mit zeitgemäßer Technik will Toyota sein Erbe ehren und gleichzeitig den sich wandelnden Geschmack der heutigen Fahrer ansprechen. Die Entwicklung dieses Motors ist tief in Toyotas reicher Motorsporttradition verwurzelt. Die Beteiligung von Toyota Gazoo Racing stellt sicher, dass der Motor von Technologien profitiert, die sich in den anspruchsvollen Umgebungen des Rennsports bewährt haben. Merkmale wie fortschrittliche Turbolader, optimierte Kraftstoffeinspritzung und Leichtbau tragen zur bemerkenswerten Leistung des Motors bei. Dieser Technologietransfer von der Rennstrecke auf die Straße verdeutlicht das Engagement von Toyota für kontinuierliche Verbesserungen und Innovationen. Wettbewerb auf einer globalen Bühne. Mit diesem bahnbrechenden Hochleistungsmotor setzt Toyota ein kühnes Zeichen. Er nimmt es mit den weltweit führenden europäischen Performance-Marken auf und definiert die Erwartungen neu. Durch die Verbindung seiner legendären Zuverlässigkeit mit berauschender Leistung bietet Toyota eine bahnbrechende Alternative für Fahrbegeisterte. Für alle, die ein aufregendes und zugleich praktisches Fahrzeug suchen, bietet Toyota das Beste aus beiden Welten: Alltagstauglichkeit, unerreichte Langlebigkeit und kraftvolle Leistung, und das zu einem wettbewerbsfähigen Preis. Bei diesem Schritt geht es nicht nur um die Ausweitung der Marktpräsenz, sondern auch darum, das Image von Toyota neu zu gestalten. Einst nur als Marke für zuverlässige Alltagsautos bekannt, beweist Toyota nun, dass es auch das Hochleistungssegment dominieren kann. Mehr als nur Geschwindigkeit und Leistung. Toyotas Innovationen sorgen dafür, dass die Nachhaltigkeit im Vordergrund steht. Mit fortschrittlichen Technologien wie variabler Ventilsteuerung und direkter Kraftstoffeinspritzung schafft dieser leistungsstarke Motor den Spagat zwischen Leistung und Effizienz und ist den weltweiten Emissionsnormen immer einen Schritt voraus. Er ist ein Beweis für die Fähigkeit von Toyota, sich weiterzuentwickeln, und beweist, dass hohe Leistung und Umweltverantwortung Hand in Hand gehen können. Damit schlägt Toyota ein neues, aufregendes Kapitel auf und spricht ein breiteres Publikum an, von eingefleischten Performance-Enthusiasten bis hin zu alltäglichen Fahrern, die auf der Suche nach kompromisslosem Fahrspaß sind. Die Marke hält nicht nur ihre globale Präsenz aufrecht, sondern definiert auch neu, was es bedeutet, einen Toyota zu fahren. Wenn Ihnen dieser Einblick in Toyotas neueste Innovation gefallen hat, vergessen Sie nicht, uns zu liken, zu abonnieren und die Benachrichtigungsglocke zu drücken, um weitere spannende Inhalte zu erhalten. Wir haben noch viele weitere unglaubliche Geschichten für Sie. Also bleiben Sie dran. Danke fürs Zuschauen. Und wir sehen uns in der nächsten.